und herzlich willkommen zu meinem neuesten Reisevlog. Heute geht es um Afrika und zwar fliegen wir gleich los. Wir fahren erst nach Frankfurt an den Flughafen hier in Deutschland, dann fliegen wir rüber nach Katar, weil das war billiger als ein Direktflug, und von da geht es dann weiter runter nach Kapstadt und da beginnen wir dann eine Rundreise am Boden mit einer Reisegruppe und wir sind sehr gespannt, wie das wird. So, wir haben jetzt 2 Uhr nachts in Doha, sind jetzt gerade in das zweite Flugzeug umgestiegen. Hier ist es noch enger und auch ziemlich warm. Jetzt haben wir noch 10 Stunden Flug und dann sind wir in Kapstadt. Wir sind in Kapstadt angekommen. Hier ist es Winter, weil das ist auf der Südhalbkugel. Also sind wir von den deutschen, weiß nicht, 30 Grad hier in 12 Grad geflogen. Es ist schon recht frisch, aber auch eine schöne Abkühlung. Ja, es hat auch geregnet, jetzt gerade hat es aufgeklärt. Hinter uns ist der Tafelberg zu sehen, ein bisschen weiter zur Seite. Diese Spitze ist der Lion's Head und davor der flachere Berg ist der Signal Hill. Eigentlich wollten wir gerne auf einen von denen drauf, aber es ist jetzt auch alles ein bisschen anstrengend nach den 24 Stunden Anreise. Und deswegen bleiben wir jetzt einfach hier unten an der Wasserkante und machen ein paar Fotos von hier. Unser zweiter Tag in Kapstadt. Die erste Nacht haben wir ganz gut überstanden. Wir sind zwar hier direkt an der Long Street, das ist eine sehr belebte Straße, aber daheim haben wir es auch nicht wirklich ruhig nachts, von daher sind wir das gewöhnt. Ja, heute wollen wir einen Ausflug machen zum Kap der Guten Hoffnung mit Stopp bei den Pinguinen und gleich gehen wir dann zur Bushaltestelle. Wir sind jetzt beim Kap der Guten Hoffnung. Da unten treffen der Atlantik und der Indische Ozean aufeinander. Der Atlantik ist ganz kalt, irgendwie 8 bis 12 Grad, und der Indische Ozean kann auch paar 20 Grad warm werden. Und ja, deswegen sind auf der Seite auch die ganzen Haie und die Pinguine, und im Atlantik, da ist nichts von den Tieren. Heute geht die Tour mit Nomad los. Um 6:30 Uhr haben wir uns getroffen mit der Gruppe und jetzt der erste Stopp ist hier beim Table View und da haben wir eine schöne Aussicht auf den Tafelberg. Gerade haben wir die erste Weinprobe gemacht. Es gab 5 verschiedene südafrikanische Weine. Waren alle jetzt nicht so unser Fall, sehr trocken und mit Nachgeschmack. Aber die Gegend ist sehr schön hier. Wir sind hier im Zitrustal. Hier werden Orangen und Limetten angebaut, deswegen heißt es so. Und ja, hinter mir, das ist quasi unser Vorgarten von der Unterkunft. Hier neben sind ganz viele Fächer, da kann man auch so eine Kopfplatte rausfahren. Und jetzt gehe ich mal rein. Okay, hier neben sind die ganzen Schließfächer für unser Gepäck. Hier vorne haben wir dann so eine Sitzecke. Da könnte man auch mal spielen oder irgendwas machen. Bisher haben wir sie jetzt noch nicht genutzt.
zweite Tag der Tour und es war ziemlich kalt heute Morgen, war alles zugefroren, also es ist wirklich Winter hier. Und der erste Stopp entlang der Straße ist jetzt hier an der Rotbuschplantage, also hier hinter mir wird der ganze Tee angebaut. Wir machen gerade die erste Mittagspause entlang der Straße. Hier ist so ein Rastplatz. Eigentlich dachten wir auch mittags wäre es warm, aber es ist immer noch arschkalt. Wir sind gerade nach Namibia eingereist. Das ist unsere erste Unterkunft in dem Land und wir haben hier 4 Sterne bekommen. Sieht aber nicht ganz so aus wie 4 Sterne zu Hause. Zum Beispiel die Badezimmertür fehlt. Also man kann direkt vom Bett einfach aufs Klo. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Unterkunft ist übrigens direkt am Orange River. Das ist der Grenzfluss zwischen Namibia und Südafrika. Heute ist unser zweiter Tag in Namibia. Wir fahren vom Orange River zu den heißen Quellen in Ai-Ais. Und das geht hier alles auf so einer Dust Road. Also es ist nur Schotter, auf dem wir fahren, aber es ist richtig cool. Hier ist einfach gar nichts. Es ist alles menschenleer. Hier ist eine heiße Quelle und das Wasser hinter mir kommt hier irgendwo aus dem Boden und hat 65 Grad. Und direkt das Wasser nehmen die auch, um hier die Schwimmbecken zu befüllen und da gehen wir gleich mal rein und baden in heißem Wasser. Hinter mir sind die Quiva-Trees, die werden bis zu 100 Jahre alt oder so, weil die sehr langsam wachsen. Wir sind jetzt beim Fish River Canyon. Das ist der größte Canyon in Afrika und der zweitgrößte der Welt. Und ja, hier laufen wir jetzt am Rand lang und bleiben bis zum Sonnenuntergang. Da drüben zu dem Truck müssen wir noch laufen und für den kleinen Hunger zwischendurch, da können wir hier ein paar Chips essen, die wachsen hier an den Büschen. Nee, Spaß, natürlich essen wir das nicht. Heute ist der 5. Tag der Tour und wir sind in den Namib-Naukluft-Park gefahren. Und unser erster Stopp ist hier bei der Düne 45. Die heißt so, weil das zufälligerweise nach 45 Kilometern die 45. Düne nach dem Eingang ist. Wir sind hier im Dead Vlei, das ist das tote Tal und hier sind die Bäume schon ungefähr 100 Jahre alt, weil hier hat es sehr lange nicht geregnet und die Luft ist so trocken, dass die dann einfach so stehen bleiben, obwohl die schon längst tot sind.
das ist der Sesquium Canyon. Heute ist Tag 6 der Tour und wir haben gerade eine Guided Desert Tour gemacht. Da sind wir mit einem Einheimischen hier mit einem Allradfahrzeug durch die Wüste gefahren und der hat uns hier und da ein paar Sachen erklärt und gezeigt. Heute haben wir einen Tag Auszeit in Swakopmund. Das war früher mal eine deutsche Kolonie und an manchen Stellen sind auch noch die Häuser auf Deutsch beschriftet oder die Straßenschilder sind auf Deutsch. Und sogar in einem Geschäft haben wir die Postkarten auf Deutsch gekauft. Heute ist Tag 8 unserer Tour und wir fahren zum Berg Spitzkoppe. Der ist hier hinten. Es sind noch ein paar Kilometer auf der staubigen Straße und ansonsten ist heute wieder alles geteert. Good morning, class. So the original name of the Bushman people is called San. San means collectors. The people which was collecting the things. Heute ist Tag 9 der Tour und wir sind ganz hoch in den Norden gefahren, um den Himba Tribe zu besichtigen. Das sind hier Einheimische und die Frauen, die waschen sich nicht, die cremen sich immer mit Staub ein und die Haare machen sie, glaube ich, einmal im Monat neu. Also sie haben so ganz lustige Frisuren. Heute ist Tag 10 der Tour und wir machen Game Driving. Das heißt, wir fahren mit dem Truck durch den Nationalpark. Die Fenster sind alle offen und wir fotografieren die Tiere. Wir haben gerade Mittagspause gemacht und da waren die ersten Elefanten.
Heute machen wir wieder den ganzen Tag Game Driving. Es ist kurz vor 7. Wir sind ganz früh aufgestanden, weil zum Sonnenaufgang wollen wir hier aus dem Camp rausfahren, um dann noch weitere Tiere zu sehen. Gestern haben wir schon Elefanten gesehen und Giraffen, Löwen und verschiedene Antilopen. Und heute hoffen wir, dass wir noch einen Rhinoceros finden. Windhoek, letzter Tag der Tour und heute machen wir eine kleine Stadtführung durchs Zentrum. Ja, hier ist noch ziemlich viel Deutsch. Die Kirche zum Beispiel hat nur Gottesdienste auf Deutsch. Wie ihr seht, sind wir nicht mehr in Afrika, sondern machen jetzt einen kurzen Stopover in Doha. Hier hinter mir ist die Fackel und das Fußballstadion, was für die WM 2022 gebaut wurde. Wir haben hier ungefähr 45 Grad und ziemlich viel Luftfeuchtigkeit und Frauen müssen Schultern und Knie bedecken. Deswegen gehen wir eher heute den Tag einkaufen. Wir haben eine Mall gefunden, die sieht aus wie so ein kleines Venedig. Hier gibt es auch so lauter Kanäle und eine Gondel, mit der man sich da rumschippern lassen kann. Und dann gehen wir jetzt auch gleich wieder rein. Heute haben wir uns mit dem Vidal getroffen, den kenne ich aus Island vom Fotoworkshop. Und ja, dann haben wir uns zum Fotografieren getroffen bei der Skyline von Doha. Es war ziemlich warm draußen, wir haben alles durchgeschwitzt, sind dann aber danach noch aufs Dach von unserem Hotel gegangen. Da hat man vom 15. Stockwerk aus eine ganz gute Sicht über die Hafenbucht mit der Skyline im Hintergrund und dem Islamischen Museum für Kunst im Vordergrund. Ja, ein paar Fotos haben wir hinbekommen, dann kam das Hotelpersonal und hat uns weggeekelt, weil wir zu professionell aussehen. Handyfotos sind erlaubt, mit Stativ halt nicht. Naja, dann haben wir halt aufgehört. Jetzt sind wir am Flughafen, haben uns umgezogen, weil innen drin das ist sehr, sehr kalt runtergekühlt und in Deutschland ist es ja eh nicht ganz so warm. Und ja, heute Nacht sitzen wir im Flieger und morgen sind wir dann wieder zu Hause.